Hallo, Google ändert seine Datenschutzbestimmungen, weswegen wir oft über die Kommentare und E-Mails gefragt wurden, was man dagegen tun kann und ob das denn überhaupt erlaubt ist. Nun, Google ist ein Unternehmen und damit per Definition nicht demokratisch. Ergo haben wir rein gar nichts zu sagen, können allerdings mit Liebesentzug reagieren. Natürlich kann man zu Bing oder zu Yahoo wechseln, wobei streng genommen ist das ein und dasselbe, denn Yahoo und Bing nutzen die gleiche Suche. Aber fühlen Sie sich so viel besser, wenn Ihre Daten anstatt bei der Firma A nun bei der Firma B gesammelt werden? Nun, die Lösung ist einfach und logisch. Sie brauchen einen Proxy-Server, der verspricht, nicht zu speichern. Das müssen wir dann zwar immer noch glauben, aber so sprechen wir jedenfalls nicht mehr Google, Bing oder Yahoo direkt an, sondern wir sprechen einfach den entsprechenden Proxy-Server an. Hier jetzt mal beispielhaft metacrawler.com für alle sogenannten Metacrawler. Wir greifen auf den Metacrawler zu und der Metacrawler greift für uns auf alle 3 Suchmaschinen zu, liefert uns das Ergebnis am Ende zurück. Ist also ganz einfach. Hier das Ganze mal aufgerufen, metacrawler.com, Link finden Sie in der Beschreibung. Wir suchen nach dem gewünschten Begriff. Ich suche da jetzt einfach mal nach Semper-Video. So, wird natürlich direkt gefunden. Sieht genauso aus wie bei Google auch. Und wenn ich das Ganze jetzt hier mal ranzoome, dann sieht man dann sempervideo.de als erster Treffer, wurde gefunden bei Google, Yahoo und Bing. Ist also im Grunde genau das Gleiche. Insoweit das als Alternative. Okay.